Servus, ich bin's, der Philipp vom Pomadeshop und willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Und heute geht es wieder um ein Review einer klassischen ölbasierten Pomade, und zwar einer sehr, sehr weichen, sehr stark glänzenden ölbasierten Pomade. Und zwar das Blue Magic Pressing Oil, ein absoluter Klassiker seit 1953. Hatten wir an sich schon mal, jetzt haben wir es wieder drin, wir haben aber noch kein Video dazu gemacht, deswegen stelle ich es euch heute mal vor. Das Besondere bei der ist, es ist im Prinzip eigentlich eine ganz normale, sehr weiche oder weiche ölbasierte Pomade, hat aber einen extrem hohen Lanolingehalt. Das Lanolin sorgt einfach dafür, dass die Haare sehr schwer werden, sehr schlotzig werden, blöd gesagt, und einfach einen extremen Glanz bekommen. Also da habt ihr somit eine der stärksten einer der am stark glänzendsten Pomaden, die wir so haben. Das heißt, ihr könnt sie als Glanztopping wunderbar verwenden oder wenn ihr einen richtig slicken Look haben wollt. Für meine feinen Haare brauche ich jetzt nicht so sonderlich viel davon. Wenn ihr eher dickere, schwerere Haare habt, dann müsst ihr da natürlich mit etwas mehr arbeiten. Aber es ist nicht für moderne Frisuren geeignet, nicht für voluminöse Frisuren geeignet, weil das Lanolin zusätzlich zur Vaseline, die drin ist, die Haare einfach extrem schwer macht. Also für anliegende Frisuren wunderbar geeignet. Oder wenn ihr mit einem, sagen wir mal, mit einem Pre-Styler oder einer sehr, sehr festen Pomade das Volumen und die Frisur aufbaut und dann nur noch Glanz drüber haben wollt, dann davon eben eine kleine Menge einfach über die Haare ziehen und dann habt ihr da auch Glanz. Kommen wir zur Pomade. Die ist komplett blau eingefärbt. Da ist dann halt auch die Sache, wenn ihr wirklich schlohweiße Haare habt oder platinblonde Haare habt, müsst ihr mal schauen. Es kann sein, dass ihr dann halt einen leicht blauen Film habt. Das ist leider bei einigen amerikanischen Klassikern, die eingefärbt sind, immer das Problem, dass sie eben eingefärbt sind. Und dann alle, die sehr, sehr, sehr helle Haare haben, ja, haben dann eben das Problem, dass man da einen leichten, ja, blau, grün oder was auch immer Stich bekommt. Der Duft ist relativ unscheinbar, ist süßlich, leicht pudrig, leicht würzig, blumig. Hat so ein bisschen was von, klingt jetzt doof, aber so ein bisschen was von Schuhcreme, nur mit einem etwas würzigeren, süßlich herben, blumigen Duft. Aber so die Grundnote, einfach von der Vaseline und dem Lanolin, die Grundinhaltsstoffe, die drin sind, hat man einfach so ein bisschen diesen, ja, Schuhcreme-Duft, aber in angenehm. Und die Pomade ist wirklich butterweich, vergleichbar mit dem Royal Crown Hairdressing, also noch weicher als die Pomade. Das wird wirklich sehr ölig in den Händen. Kann dann im Sommer auch fast, wenn ihr es irgendwo warm liegen habt oder stehen habt, auch fast ölig werden, dass es fast flüssig wird. Das heißt, dementsprechend ist auch das Verreiben kein Problem. Das geht easy. Da müsst ihr auch mit dem Verteilen in den Haaren nicht so wirklich ordentlich sein, sage ich jetzt mal, weil sich das Ganze fast von alleine verteilt. Jetzt habe ich hier einen Spiegel, da sehe ich es ein bisschen besser. Und das sieht man jetzt eigentlich schon wahrscheinlich jetzt auf dem Video wie immer noch stärker als in echt. Das glänzt wahrscheinlich, das hat wahrscheinlich so einen Shellac-Glanz, ja, okay, der Max nickt schon. So dieser typisch 30er Jahre extreme Glanz. Und für alle, die eben solche klassischen Frisuren mögen, ist das natürlich eine wunderbare Alternative oder ein wunderbares, schönes neues Produkt. Genau, und für alle, die auch Locken haben und diese Locken prominenter haben wollen, also wirklich starke Locken haben und das Ganze den Locken zum einen Feuchtigkeit geben wollen, sie pflegen wollen und das Frizzige bei den Locken verhindern wollen, ist das auch eine wunderbare Alternative. Dann müsst ihr nur schauen, da dürft ihr nicht so viel nehmen, wie ich jetzt genommen habe, sondern deutlich weniger nehmen, dass ihr das einfach nur in die Locken einknetet, dass die eben kompakter werden, lockiger werden, leichten Glanz bekommen und vor allem Pflege bekommen. Dann nehme ich einen feinen Kamm. Und ja, das glänzt leicht. Leichter, seidiger Glanz, als hätte man sich Motoröl über die Haare geschmiert. Und da sieht man jetzt vielleicht schon bei mir sogar, eigentlich habe ich recht viele Haare.
Aber weil es so stark glänzt und so ölig und so schwer ist, sieht man hier teilweise schon bei mir die Kopfhaut. Also da müsst ihr mit der Menge ein bisschen aufpassen, ein bisschen spielen, aber ich habe jetzt absichtlich mal einfach ein bisschen mehr genommen, dass man den Glanz auch wirklich sieht. Und je dunkler die Haare sind, also wenn ihr wirklich fast schon schwarze Haare habt oder schwarze Haare habt, dann sieht es natürlich immer noch besser aus, sage ich jetzt mal. Weil ihr dann wirklich so richtig schön pechschwarze, glänzende Haare bekommt. Und im Sommer müsst ihr dann entsprechend auch schauen, dass das Ganze nicht zu flüssig wird. Da muss man es dann vielleicht mit einer mittelfesten Pomade kombinieren. Aber ansonsten ist das eine wunderbare, weiche Pomade bzw. Brillantine. Und ja, also es war ein Scherz, das ist jetzt kein dezenter, seidiger Glanz mehr. Das ist schon volle Ömme Glanz pur. Also mehr Glanz bekommt ihr eigentlich fast gar nicht mehr mit einem anderen Produkt. Also hier habt ihr wirklich zusammen so mit dem Dax Awesome Shine, also High and Tight Awesome Shine, so mit den stärksten Glanz. Das ist einfach dank dem Lanolin. Und jetzt in den Haaren riecht man eigentlich nichts mehr. Also das ist ein sehr, sehr dezenter Glanz. Da müsstet ihr schon wirklich direkt an den Haaren riechen. Aber für alle, die eben auch eher einen dezenteren Duft haben wollen, ist das wunderbar. Genau, das war's schon. Nichts außergewöhnlich oder Spannendes, bis auf eben sehr, sehr viel Glanz und eine schön zusammengesetzte Pomade für schweren Glanz, also schwer im Sinne von, es beschwert die Haare und starken Glanz. Aber das ist eben das Blue Magic Pressing Oil. Wenn ihr dazu Fragen habt oder zu anderen Pomaden, dann meldet euch gerne bei uns. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr dem Video ein Like gibt, wenn ihr es teilt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Servus!